Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von 4. In der letzten Folge haben wir uns hauptsächlich hier mit StarCraft ein bisschen beschäftigt, haben die Gebäude hinten geupgradet, den Schreibtisch gebaut, hier eine kleine Shooting Range hingesetzt, damit die Siedler ein bisschen was zu tun haben, schießen üben können. Wir haben die Verteidigungsposten hier gebaut. Also wir haben ein bisschen was gemacht. Ja, das hier ist die Siedlung, die ich baue. Das ist ziemlich einfach herauszufinden, was hier passiert. Ich bin der Bürgermeisterin. Jetzt mich einfach fragen, was hier losgeht. So. In dieser Folge würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg Richtung Combat Zone. Obwohl wir haben den ganzen Süden hier noch zu erkunden, ne? Ah. Polymer Labs müssen wir auch noch hin. Und Diamond City Market. Im Boston Modello waren wir auch noch nicht. Es ist übrigens komischerweise als Settlement angegeben. Interesting. Hä? Die sind beide als dasselbe Settlement angegeben. Scheinbar. Wieso sind ja eigentlich wieso sind hier drei Siedler? Ich kann mich nicht daran erinnern, das zugewiesen zu haben. Okay. Wir reisen mal nach Hammond's Alley. Und machen uns dann auf in Richtung Combat Zone. Wir müssen auch mit Piper reden. Und Piper wollte noch was von uns. Ich habe das Gespräch immer abgewürgt, weil es immer unpassende Zeitpunkte waren. Hallo. Hier sind 3 Settler. Warum seid ihr hier? Why? I just need to trade gear with you. Go ahead. Wieso bist du krank? Du bist nicht krank. Wo ist Nummer 3? Laut der Map seid ihr zu dritt hier. Wieso genau seid ihr zu dritt? Das können wir noch gar nicht machen, was ich gerade belegt habe. Ich komme später wieder. Ich wollte Richtung Combat Zone. Und vorher? Hey, shoot. Hey, Piper. You really do have a talent for finding trouble, don't you? Scheint. Ja, normalerweise finden die Probleme mich, nicht umgekehrt. It usually finds me. Hey, I'm not one to judge. Honestly, it's just nice to not be doing it alone for a change. In my line of work, things tend to get pretty hairy. I've been shot at, poisoned, nearly executed. Heck, until recently they called the lockup in Diamond City the Piper Suite. Anything for a story, I suppose. Du wurdest schon vergiftet? Someone poisoned you? You kidding me? I barely had the paper going before I got poisoned. First time, I just published an article about this cartel of caravans that had been driving up food prices in the city. Article went over well, even got a boycott of their goods started in town, so I figured I'd pop over to the Dugout Inn for a victory drink. I'd already taken a swig by the time I realized something was wrong. The Deem, he wasn't at the bar. The beer tasted off.
even more so than usual. And I started feeling real woozy. I don't know what he slipped me, but I knew I had to get it out. I'm looking around for something, and there it is, the still, and I just start chugging moonshine. Honestly, I'm still not totally convinced it was better than just dying from the poison, but it worked. Blech. And while I was passed out on the floor, security managed to grab the bartender. He eventually ratted out his bosses, and they all got to share some time in the pen. Mein Exekutieren hat auch nicht funktioniert. Seems that execution didn't quite take, huh? Thank God. I'd been working on this story about irradiated drinking water in Bunker Hill. I traced the water back to its source through these old sewer tunnels, and what do I find? The children of Adam, setting up like they own the place. Unfortunately, they found me just as quick. Turns out they were not fond of reporters. So, to atone for my trespassing, they decided to make a sacrifice to Adam. Me. I'm kneeling there, about to get the boot into this huge sewer pipe, when suddenly I blurt out, "Adam! He reveals himself!" And they buy it. They pull me back from the ledge, and then gave me their induction ceremony. You are looking at an official acolyte of Adam. Took me a couple more days before I managed to sneak away, get Bunker Hill security to finally clean the place up. Hast du ein aufregendes Leben? You've led an exciting life. Sure have. But honestly, now that I'm out here with you, I feel like I'm just getting started. Getting in trouble is what folks like us do. I mean, you and I are out here putting ourselves at risk so people in the Commonwealth can have a chance at a better life. Not for praise or reward or glory. Eigentlich für alles drei, aber okay. Because it's right. I just wanted to let you know. I'm real happy to be along for the ride. So, hey, wir können flirten. Mache ich auch. Ich werde versuchen, jeden einzelnen Companion zu romanticizen. I wouldn't want it any other way. I like having you close. Oh, thanks, Blue. That's awfully sweet. And unexpected of you. So, you want to get out of here? Ich dachte, wir hätten jetzt schon die höchste Verbindungsstufe erreicht. Aber noch nicht. So. Die Richtung. Lalala. Was haben wir hier nochmal? Ich bin ja gerade auf der Map und es kommt mir auch bekannt vor. Die zwei Türmchen da. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was genau es war. Hallo? Danke fürs Aufpassen. Ich gehe da mal wieder. Hi. Hier waren wir schon mal. Und einige der Sachen sind respawned. Na, wenn das mal nicht praktisch ist. Na, das ist leider nicht respawned. Schade. Ah, vielleicht zumindest etwas. Oh, was haben wir hier? Backstreet Apartment. Ein Raketenwerfer. Als Falle aufgesetzt. Und wenn ich das richtig sehe, ja, da ist ein Stolperdraht. Wenn wir also aus der anderen Richtung gekommen, hätten wir vielleicht ein Problem bekommen. Zumindest wenn ich den übersehen hätte. Hello. So, you're not an idiot. Was? Nicht jetzt? A couple years back, before I met Clutch,
Me and a couple friends found a young kid. As much as I appreciate the feedback, can we talk later? Sure, later's fine. After hanging out with him for a while, it started to get dark. Okay, wir sind wahrscheinlich doch schon auf der höchsten Stufe, aber wir hatten 2 Gespräche noch gehabt. Lit the first match. The kid Und das erste, das gerade war What are wohl... you doing? And knocks the match out of my hand. He knocked the match out of your hand? Why'd he do that? Shh! I'm telling a story. So, yeah, he knocks the match out of my hand. I was so surprised that I swung and broke his nose. He said he was sorry. And get this. He said he was afraid of fire. Oh, man. He was afraid of fire? I just told you he was afraid of fire. You keep interrupting me. It's irritating. As soon as he told me that, I thought of something. I quickly apologized for hitting him and told him it's nothing to be ashamed of. That night, me and the others got this kid so drunk so fast, he passed out within an hour. We then dragged him to the banks of the Charles. We also dragged 6 or 7 mattresses and tied them in a circle with one in the middle. Mattresses? What did you need the mattresses for? Really? Did you seriously just ask me that question? It's a goddamn story. All you have to do is listen. So yeah, we tied all these mattresses together, and then we placed one mattress in the middle and put the kid on it. We doused all the mattresses with gas, except his, and then lit them on fire and pushed them down into the water. We followed the burning mattresses down the river, laughing our asses off, waiting for the kid to wake up. After 5 minutes, we realized the kid wasn't going to wake up, so we all started throwing rocks at him. After a couple of hits, the kid's awake. At this point, the flames were huge. Imagine what it must have been like for him. Waking up, not knowing where he was, and all he sees is fire. The kid tries to stand up, but can't get his footing on the soggy mattress. At this point, I'm laughing so hard I fall down. That is crazy. Bet he overcame his fear of fire. Huh? Trial by fire? Nah, he never did. Turns out the kid couldn't swim. Anyway, that's that. Didn't see that coming. Oh, Ja, gonna ich be auch your nicht. last mistake. Ja. Schöne Geschichtsstunde. Certainly seen better days, hasn't it? Lalalala. Was eine asoziale Raider-Gang. Nicht, dass es welche gäbe, die nicht asozial wären. Ah, ich sehe schon. We're not alone here. Natürlich sind wir nicht alleine. Wir sind in der Raider Fortress. Keine Ahnung, was das so klappert. So, etwas Geld der alten Welt. Nicht, dass das hier noch irgendwas wert wäre. Obwohl, ich glaube, man kann es an manchen Stellen noch verwenden. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich weiß nicht, wofür die Tür hier ist. Hier geht's doch nur einfach wieder raus. Nee. Hallo. Was machst du denn hier? Ah, du bist doch eine von den... Nee, bist du nicht. Aber eine ist im Combat Zone. Ah, nee, doch nicht. Da unten die beiden. Okay. Ich weiß nicht, zu welcher Story du gehörst. Aber... ich komme nicht später rein. Erstmal mache ich alle fertig. By the way, wieso bist du noch bewaffnet, wenn du gefangen bist? Diese Raider sind nicht sehr schlau, wie es scheint. Wieso schleiche ich eigentlich? Ich könnte hier einfach durchblasten. Ohne Probleme. Macht halt trotzdem.
Das dürfte jetzt eigentlich jeder gehört haben. Und wenn nicht, sind sie halt schon ziemlich, Who's out there? ich nicht. Nothing there now. What do you think? I don't know. Jump in a shadow. Just noise. Yeah, you're probably right. Gotta cut down on the jet, I guess. 9mm Pistole. Davon habe ich, glaube ich, gar nicht so viele. Barrel Shotgun. Und eine verschlossene Tür. Sweet. Egal, ob ich jetzt aufbreche oder den Güter. Danke, ist eigentlich egal. Ich kann ja beides. Got it. Nur das, Schlösserknacken geht meist schneller. Hello? Anyone home? Ach komm. Ich bin gerade zu langsam. Open fire! You don't have to do this. Natürlich muss ich das nicht tun, aber ich will es tun. So. Hier sind doch noch mehr von euch. What? Ah, ich glaube, das war's. Und das war's nicht. Oben das Hidden-Ding bewegt sich noch. Schleichanzeige. Solange die sich noch bewegt, heißt das, dass noch jemand hier ist. Und noch ein Grocknack-Comic. Und ein Master Safe. Oh. Ein Master Safe. Na komm. Komm. Gib mich. Ah. So knapp. Jawohl. Yes. Eine Menge Kram, den ich nicht brauche. Wieso hast du die normale Pistole? Weißt du, ich gebe dir so eine vernünftige 10mm Pistole und du bleibst einfach bei der Schrottwaffe. Oh? Okay, also laut der Anzeige oben ist hier noch jemand? Wir sind aber jetzt alle Stockwerke durchgegangen. Nice. Gut. Ich weiß, hier oben drauf sind auch noch welche. So, Ja, warte. Einen Moment. Hast recht, wir können jetzt reden. Point the way. Piper. You know, I still really appreciate the fact that you're not an idiot. Danke? Thanks, I guess. No, I didn't mean like... I could just use some help. This isn't the sort of thing I'd normally bother anyone else with, but you just seem really good with people, and I've got this issue with my sister, Nat, becoming me. Was ist daran das Problem? Becoming you. What do you mean? I'm just terrified she's gonna start taking up like her big sis. I mean, think about the life we lead. No offense intended, Blue, but personal safety doesn't exactly seem like either of our strong suits. I can't have her ending up like her big sister, dodging bullets and running from all the people she pisses off. It's part of the reason I'm on the road so much. Part of the reason I'm here with you. I keep thinking, maybe if I make myself scarce, if I'm not around her enough, she'll cool off. She'll just go back to being sweet, innocent Nat,
paper girl, an all-around upstanding citizen. What do I do, Blue? Ui. Das ist eine Menge. Gut. Ja, das hier. Es ist nicht deine Entscheidung, wie nett sich entwickelt. Es ist ihre eigene Entscheidung. You don't get to decide who Nat's gonna be, Piper. She does. All you decide is whether you want to be a part of her life or not. You're right. She's her own person and always will be. Thanks, Blue. Who'd expect wandering off with a stranger to turn out this well? They really don't make them like you anymore. You're a hell of a friend, you know that? Nur Freunde? Just friends, huh? Well, yeah. I guess, but I thought so. Unless, you know, something changes. God, did it get hot in here? But hey, thanks again for listening. It's a real weight off my chest to be able to talk it out with someone. So, you wanna hit the road? Blue, you got a minute? Jetzt kommt eins von diesen Gesprächen nach dem anderen. Wir haben halt jetzt das so lange aufgeschoben, dass wir haben das eine Gespräch jetzt so lange aufgeschoben, dass sich die Zuneigungsstufe, der Zuneigungswert so lange gesteigert hat, dass wir jetzt quasi alle Gespräche hintereinander bekommen. Klar. Sure thing. Just what you said about Nat. I've been going over it again and again in my head, and what you said was right. I'm not gonna be the deciding factor in what becomes of Nat. She's gonna figure that out for herself. It's just... sometimes it feels like the only things I've got in life are Nat and the paper. Having someone I can count on, someone like you, it's meant a lot to me. Not a lot of people want to hang around with the nosy reporter. A little girl in a printing press. Sounds like a rich life you've made for yourself. Ain't that the truth? I mean, I never started the paper to make friends. I just wanted to right the things I thought were wrong. And when Nat and I first got to Diamond City, there was a lot of wrong. Crooked guards, lousy infrastructure. There was a hole in the exterior wall that was patched over with a bookcase. One bookcase. That's it. I started the paper more as an act of desperation than anything else. Turned out I wasn't the only one who wanted things to change. After the first couple of editions, people may not have agreed with what I said, but everyone was listening. Ja, anscheinend einige verbessert. Ein Bücherregal. Nee, das ist nicht der Punkt. Ja, das hier. Sounds like you really cleaned up Diamond City. Well, a lot of things got done. They even put a second bookshelf over that hole. And patched it with bricks. When that first edition hit the stands, I felt like I'd finally done something worth doing. But afterwards, things changed. People didn't want to talk the way they used to. Seemed that overnight I'd gone from being Piper, friend and confidant, to Piper, the nosy snoop. A lot of folks, they haven't treated me the same since. It started to feel like the only person I could count on was my little sis. Hier, das. That was a long time ago. People can't still treat you that way. You'd think, but if anything, it's gotten worse. Sure, I've earned some friends back in town, but now I've even got a reputation outside Diamond City. That's why I'm so lucky to have someone like you. You're not afraid of me like everyone else. I was sure that the paper would be the best thing I ever did in my life, but being here with you now I don't know. I've needed someone like you in my life for a long time, Blue. I just never expected I'd actually get them. So thank you for being the friend I can count on. Und Romanze. It sounds to me like you're interested in becoming more than just friends. Oh, I mean,
I'd be lying if I said I never thought about you that way. Not that I'm always thinking that way. It's just, Blue, I'm loud and pushy and constantly getting in over my head. Why would someone like you ever want someone like me? You don't need to be flawless, Piper. You're perfect for me. Perfect, huh? That's a new one. Well, well, I think you're perfect too. Goodness, Blue, I don't know what to say. You're everything I could ever ask for. Come on, let's not keep the world waiting. So, Gift of Gab. So, was macht denn mal das Perk? Man kriegt nämlich mit jedem, ich habe das wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber mit jedem, jedes Mal da. Gift of Gab. Ah, nice. Doppelte XP für Überreden und fürs Finden neue Locations. Man kriegt übrigens für jeden Companion, mit dem man die höchste Stufe erreicht hat, bekommt man einen Perk. Die höchste Stufe ist übrigens nicht zwangsläufig eine Romanze eingehen. Ich hätte jetzt auch nicht mit ihr flirten können und nicht eine Romanze eingehen können und ich hätte die trotzdem noch den Perk bekommen. So. Ich glaube, Piper haben wir damit durch. Mich eigentlich irgendwo hin, wenn ich hier lang latsche? Wenn ich noch Richtung Combat Zone? Ja, okay. Dann würde ich aber sagen, mache ich für diese Folge Schluss. Wo ist Piper jetzt eigentlich hin? Okay, egal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann hoffentlich das Combat Zone erreichen und einen neuen Companion finden werden. Den besten Companion im Spiel tatsächlich. Da ist Piper. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen und bye!